I think everyone hears songs in different ways and kind of gets a different meaning from them, the kind of meaning they want to take. I think that's what's quite nice about Flo's lyrics. You can there's lots of directions you can take it in. But yeah, I always quite enjoy the document we get when Florence explains, like line by line, this is in relation to this is in relation to this in relation to not the one line before, but it's this and it's, yeah. Das ist Lewis Maynard, Bassist der britischen Band Dry Cleaning. Und er spricht hier über Songtexte. Wenn die viel offen lassen, sagt er, dann gefallen sie ihm. Und so ist das auch bei den Songs seiner Band Dry Cleaning. Die lassen sogar so viel Spielraum, dass Sängerin und Songschreiberin Florence Shaw regelmäßig ein Docs rumschickt, um die Songs zu erklären. Streng geheim natürlich und nur an die anderen Bandmitglieder. Aber wenigstens die sollen wissen, worum es in den eigenen Songs eigentlich geht. Und ehrlich gesagt, mich würde auch interessieren, wie man so ein Refrain zu verstehen hat. Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. Beanbags, Bingo and a PlayStation 5. Das ist der Refrain von Swampy, erschienen auf der aktuellen EP von Dry Cleaning. Wie solche Songs entstehen, das erfahrt ihr heute im Popfilter. Es ist die erste Folge einer neuen Takeover-Woche. Dry Cleaning veranstalten diese Woche für euch ein Songwriting-Camp. Es ist Montag, der 15. Mai. Mein Name ist Jessie Hughes. Hi! Der Schlagzeuger Nick Buxton, der Bassist Lewis Maynard und der Gitarrist Tom Dowse. Die machen schon lange Musik. Als 2017 Florence Shaw dazu kommt, da hat die noch nie in ihrem Leben in einer Band gespielt, geschweige denn irgendwo gesungen. Sie ist bildende Künstlerin, malt und zeichnet und sie arbeitet als Dozentin an der Kunsthochschule. I think people had enjoyed the way I'd used words in the past, knew I was like a talkative person, quite a sociable person, maybe occasionally quite a loud person, and maybe a bit of a weirdo as well. So I think these are the boxes we wanted to tick. So maybe all of those things sound like quite an appealing front person. It made it more exciting for us because myself, Nick and Tom have been in bands for 15 years or so, even more for maybe those two, and you kind of just normalise really boring parts about being in a band. So we kind of wanted to bring someone new in who would kind of question why you do stuff, kind of like, why are you doing this? Why is it like this? And that kind of did change the approach to being in a band a lot, and it really helped. Florence ist also zum ersten Mal Teil einer Band. Problem ist nur, sie hat noch nie gesungen und sie traut sich auch nicht. Die Band stellt ihr eine Playlist zusammen, die zeigen soll, anything goes. Man muss nicht im klassischen Sinne singen, um die Sängerin einer Band zu sein. Auf der Playlist hört man zum Beispiel, wie Grace Jones kühl im Song Private Life Sprech singt. Oder den eher unbekannten Act The Anemic Boyfriends mit Guys Are Not Proud. Guys are not proud. They'll do it anytime. Florence fängt also erstmal an, ihre Songtexte bei Jam-Sessions eher vorzutragen als zu singen. Was aus der Not geboren ist, wird dann zum Stilelement. Textmaterial hat sie genug, oder sagen wir Fragmente. In Notizheften sammelt sie nämlich gern lose Wörter, die sie aufschnappt. Werbeslogans, Gedanken. Und im Proberaum, da entstehen dann die Songs wie Collagen. It's fun to watch Florence put like the lyrics together. She's got like notebook after notebook, just all piled on top of each other, because we all write together live in a room. So yeah. we kind of jam. Like, it's very rare that someone will come to the studio with an idea. Normally kind of it's like born there. Someone will just start playing something, everyone else gets involved, including Florence, and she's just going through her book and she's like circling one bit and then like putting an arrow to another bit and pasting it together. It's really fun to watch. Die Hauptzutaten von Dry Cleaning Songs sind ein cooler Post-Punk-Groove, ein verdammt lässiger Spoken-Word-Gesang und eben die besonderen Songtexte von Florence Shaw. Die klingen manchmal wie ein Stream of Consciousness, abstrakt oder sogar ein bisschen absurd. Manchmal geht es aber auch einfach um das Familienhaustier. Zum Beispiel um die Schildkröte Gary Ashby. Gary Ashby, have you seen Gary? Family tortoise,
Are you stuck on your back without me? Dogs running free. Kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr schon mal so einen guten Post-Punk-Song über eine Schildkröte gehört? Solche Songs mit ungewöhnlichen Themen, die findet Songwriterin Florence Shaw grundsätzlich ziemlich gut. It's such a cliche, but I do have quite an eclectic taste. And also it's very predictable, but I am very interested in lyrics. So my music taste tends to wind up wherever I find somebody who's saying something interesting or using their voice in an interesting way. That's kind of my favourite thing. Mine's kind of the same way. I listen to a lot of bass-heavy music. So I listen to like a lot of soul and kind of like dub and kind of like disco and that kind of music, especially when on tour. Yeah. Genau solche Songs hört ihr diese Woche. Dry Cleaning veranstalten im Popfilter nämlich eine Art Songwriting-Camp. Florence Shaw und Lewis Maynard, die stellen euch jeden Tag einen Song vor, den sie besonders gelungen finden. Bei Sängerin Florence, da sind das meistens Songs mit interessanten Lyrics. Und beim Bassisten Lewis sind das meistens Songs mit einer besonderen Basslinie. Wer hätte das gedacht? Vorher hört ihr Musik von Dry Cleaning selbst, den Song Swampy, über den wir vorhin schon gesprochen haben, aus der aktuellen EP. Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. The premise is we're stuck down a mine, and now you choose who you want to save. That pub where all those things happened is just called Moon now, some kind of burger thing. Oh, yellow cistern with a big bolt. It reminds me of the sports centre. Under your layers of paint, I see an H. Misty. Can you hear me? Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. Beanbags, bingo, and a PlayStation 5. We thought they might be ashamed. They weren't. We thought they might be ashamed, but they weren't. Look, contact me for all kinds of spells. Bring bags of smashings. Then we'll cast in concrete. PlayStation 5. PlayStation 5. PlayStation 5. Swampy, in diesem Jahr erschienen auf der gleichnamigen EP der britischen Band Dry Cleaning. Das war der Popfilter für heute. Ab morgen übernimmt dann die Band Dry Cleaning selbst. Das heißt, diese Woche wird im Popfilter vor allem Englisch gesprochen. Jeden Tag stellen Florence und Lewis einen besonderen Song vor. Songs mit skurrilen Themen und interessanten Hintergrundgeschichten, die auch einiges über Dry Cleaning selbst erzählen. Abonniert also den Popfilter jetzt, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Jessie Hughes. Ciao.